Wir wollen in einer Welt der Dunkelheit, Dunkelheit steht für das Ego, das Licht, also Gott wählen, unsere wahre Natur wählen. Und das tun wir jedes Mal, wenn wir in einer Situation sind und wir entscheiden könnten, das Ego zu wählen, wir das Licht wählen. Hi, ich bin Peri Soilu und du bist hier beim Happy Cool Love Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein, Klarheit. Und für einen Kurs in Wundern will ich in der Zwischenzeit mal auch immer wieder dazu sagen, weil das ist, was wir hier letztendlich tun. Wir holen die Grundsätze von einem Kurs in Wundern dazu und schauen, wie sich diese menschliche Erfahrung anders anfühlt, anders erfahrbar macht durch diese höheren geistigen Prinzipien aus dem Kurs. Weil wenn wir das tun, wenn wir unsere menschlichen Situationen mithilfe des Kurses nochmal neu interpretieren und damit natürlich interpretieren, werden wir merken, dass diese menschliche Erfahrung voller Wunder ist, voller Überfluss, voller Glück und Frieden. Aber dafür müssen wir unseren Geist trainieren, das Ego, Angst, Denksystem abzulegen und es mit diesen liebevollen Prinzipien, die der Kurs uns lehrt, zu ersetzen. Und das kann uns nicht aufgedrängt werden, weil der Kurs steht ja für diese Liebe und die Liebe kennt einfach keinen Zwang. Was ich heute mit dir machen will, und ich hoffe, du hast Lust drauf, ist, dass wir nochmal das Thema Empfang in den Fokus rücken und dahin nochmal schauen, weil ich habe irgendwie für mich da nochmal ganz intensiv hingeguckt, weil ich merke, dass ich da manchmal auch noch stolpere mit diesem Thema ganz offenherzig und einfach frei und ohne Druck und ohne das Gefühl, dass ich irgendwie dafür was geben müsste zu empfangen. Also ich habe das Gefühl, dass vielen von uns Empfang noch sehr schwer fällt, weil wir mit dem Ego nämlich etwas aus Empfang gemacht haben, was es nicht ist. 365 Tage Wunder 2026. Ich habe ein kurzes Update für dich. Wir sind in den letzten Zügen, das Projekt von Patreon auf eine neue Plattform zu ziehen. Es gibt ein ganz neues Design und ein paar Audios, ein paar Lektionen habe ich auch 2025 ganz neu aufgenommen. Das heißt, 2026 gibt es auch so ein bisschen neue Aufnahmen für dich. Und ab dem 18.12.2025 öffnen sich wieder die Türen für die Anmeldung. Ich bin auch gerade dort dabei, es so einfach und klar wie möglich für dich zu gestalten. Also, das heißt, ganz wichtig, falls du jetzt noch bei Patreon angemeldet bist, bitte melde dich irgendwann im Laufe des Dezembers ab. Und ich hoffe natürlich, dass du auch bei der neuen Version im neuen Jahr von 365 Tage Wunder dabei bist. Und ich bin so gespannt, was uns 2026 erwartet, was wir gemeinsam kreieren und welche Wunder uns vor allem erwarten. Möge 2026 voller Wunder für uns alle sein. Ein Kurs im Wundern lehrt uns ja, dass Geben und Empfangen eins ist, weil wenn wir empfangen, diese geistigen Gaben, die der Kurs uns näher bringt, so wie die Vergebung oder Liebe oder Glück oder Frieden oder Verständnis, wenn wir das mit der Welt teilen, weil wir es empfangen haben, dann kommt das als Segen zu uns zurück. So lehrt das der Kurs. Ja, es ist etwas sehr Zirkuläres, weil du empfängst es. Zum Beispiel in der Meditation empfängst du Frieden und du weißt, wenn du in der Meditation mit deinem wahren Selbst ausgerichtet bist, dass du natürlicherweise teilen willst. Du willst dieses Glück, was dir widerfährt, dieser Frieden, der dir dort widerfährt, den möchtest du mit der Welt teilen, um es in die Welt auszudehnen. Und was dann ganz natürlicherweise passiert, ist, dass das, was wir in die Welt geben, auch zu uns zurückfinden wird. Auf welche Weise, das können wir nicht immer kontrollieren, aber es wird zu uns zurückfinden. Die Gaben, die wir in die Welt geben, finden auch immer zu uns zurück. Es ist eine ganz klare Win-Win-Situation, wenn wir so Geben und Empfangen praktizieren, wie der Kurs uns Geben und Empfangen näher bringt. Aber wir tun das ja oft genug nicht. Na, auf menschlicher Ebene haben wir irgendwie doch immer einen Schluck auf mit dem Empfangen und dem Geben, weil das Ego uns immer dazwischen funkt und die Welt und was Geben und Empfangen ausmacht, völlig auf den Kopf gestellt hat, sagt der Kurs ja auch. Das Ego hat die Welt auf den Kopf gestellt und mit den Prinzipien, die uns der Kurs lehrt, stellen wir die Welt wieder richtig herum und damit können wir auch wirklich klar und wieder angstfrei auf diese Welt blicken. Ich glaube, das Ego hat so ein Paradox aus Empfangen gemacht, weil irgendwo es intuitiv versteht, dass es für das Empfangen etwas verdienen muss. Ein Kurs im Wundern sagt es vielleicht so, weil
Das ist, was das Ego draus macht. Jetzt gehen wir wieder zu einem Kurs in Wundern. Und ein Kurs in Wundern sagt, dass Wunder dein Anrecht sind. Aber Läuterung ist zuerst nötig. Das heißt, du musst irgendetwas ablegen, was du mit dem Ego auf deine wahre Natur gelegt hast. Das ist Läuterung. Läuterung ist, ich lege all die Illusionen, all diese lieblosen Gedanken, die mir das Ego gibt, wieder ab. Ich transformiere sie zurück in die Liebe. Das ist Läuterung. Also wir müssen tatsächlich uns mehr oder weniger die Wunder verdienen. Klingt irgendwie komisch, aber es ist ja nicht so ein Verdienen, wie wir auf menschlicher Ebene kennen. Auf menschlicher Ebene denken wir immer, wir müssen uns anstrengen, um was zu verdienen. Wir müssen uns anstrengen, um weiterzukommen. Wir müssen ganz viel tun, um Geld zu verdienen. Wir müssen ganz viel tun, um anerkannt zu werden, um geliebt zu werden, um gemocht zu werden, um dazuzugehören. Weil irgendwie nimmt das Ego diese Idee von, dass wir geben und empfangen, irgendwie hier praktizieren dürfen, weil das Ego weiß irgendwie auch, wir müssen hier was tun. Wir kommen ja hierher in eine Welt der Dunkelheit, um wieder aktiv das Licht zu wählen. Und wie machen wir das? Und da kommt dieses, ich muss was tun. Ich darf mir die Wunder verdienen, weil das ist ja, was wir hier wollen. Wir wollen in einer Welt der Dunkelheit, Dunkelheit steht für das Ego, das Licht, also Gott wählen, unsere wahre Natur wählen. Und das tun wir jedes Mal, wenn wir in einer Situation sind und wir entscheiden könnten, das Ego zu wählen, wir das Licht wählen. Wir sind aktive Mitspieler. Und das ist, was verdienen eigentlich heißt. Ich verdiene mir die Wunder, indem ich aktiv Gott gleich handle, Gott gleich denke, Gott gleich bin, in einer Situation, die mich genauso gut dorthin führen könnte, das Ego zu wählen. Und dadurch verdiene ich Wunder. Verdienen ist jetzt wirklich, manchmal fühlt sich das komisch an, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Wir haben hier eine aktive Aufgabe. Jeder von uns hat hier die Aufgabe, für seine wahre Natur zu stehen. Und wenn ich das tue, dann setze ich Wunder frei. Und wenn ich Wunder freisetze, dann segne ich die Welt. Und was passiert dann? Dieser Segen findet mich wieder. Das ist Geben und Empfangen, wie ein Kurs in Wundern uns Geben und Empfangen näher bringt. Und das Ego weiß irgendwie, okay, ich muss hier was tun. Ich muss geben, um etwas zu empfangen. Aber weil das Ego in einer Angst-Mangel-Welt lebt, weil es einen Angstfilter auf alles setzt, denkt es natürlich, es gibt nicht genug. Wenn ich etwas bekomme, dann hat es ein anderer weniger. Und wenn es ein anderer bekommt, dann bin ich in Gefahr, es nicht zu bekommen. Also empfangen fühlt sich irgendwie gefährlich an und fühlt sich auch immer nach Arbeit an mit dem Ego und nach Kampf und nach etwas, wofür wir uns sehr, sehr anstrengen müssen. Es ist so ein Paradox. Eigentlich sollte es etwas so Leichtes sein und so Natürliches zu geben und zu empfangen. Eigentlich. Aber wenn das Ego das für uns interpretiert, wird es echt ein leidvolles Unterfangen zu empfangen. Und deswegen, glaube ich, fällt es uns auch immer wieder so schwer, weil wir diese Definition von Geben und Empfangen des Ego noch nicht ganz abgelegt haben, noch nicht ganz transformiert haben für uns. Wir glauben also mit dem Ego, dass Liebe und Anerkennung und materieller Erfolg erst etwas wert ist, wenn wir dafür richtig, richtig leiden. Und jetzt musst du dich auch selbst vielleicht mal überprüfen, ne? Oder auch nicht, wie du magst. Aber ich würde kurz stoppen hier und mich hinterfragen, ist da noch irgendein Aspekt in mir, der daran glaubt, dass ich mich anstrengen muss, dass es schwer sein muss, damit ich rechtfertige, dass ich etwas empfangen darf? Oder habe ich das schon so in meinem System verankert, wie ein Kurs in Wundern mich das lehrt, nämlich ich muss natürlicherweise empfangen. Das ist meine Aufgabe hier, weil ich will das, was ich empfange, die Liebe und die Güte und meine Fähigkeit zu vergeben, das Verständnis, die Freude, mein Reichtum. Ich möchte das mit der Welt teilen, damit es wieder zu mir zurückfindet. Das ist dieses Zirkuläre. Hast du das schon total verinnerlicht oder ist da immer noch ein Aspekt in dir, der denkt, okay, ich muss leiden, damit ich rechtfertige, dass ich irgendeinen materiellen Erfolg zum Beispiel verdiene? Ich möchte mal einen kurzen Ausflug in die Kabbala machen, weil dort gibt es eine ganz, ganz interessante Idee, die sich das Brot der Schande nennt. Ich weiß, der Ausdruck klingt ziemlich gruselig, aber
was sich dahinter verbirgt, ist tatsächlich sehr hilfreich für das, was wir hier gerade betrachten. Diese Idee vom Brot der Schande besagt eigentlich nur, dass wir kein nachhaltiges Glück empfangen können oder es behalten können, wenn wir uns nicht innerlich dafür vorbereitet haben, wenn wir nicht eine innere Ausrichtung zuerst erlangt haben, weil sonst wird dieses Glück, wenn wir es sozusagen reaktiv erfahren, also wenn wir es mit dem Ego greifen, zu einem Chaos. Und das ist letztendlich nur, was Brot der Schande bedeutet. Es bedeutet, wenn ich reaktiv Dinge haben möchte, wenn ich sozusagen aus einem kurzfristigen Gefühl von ich möchte meine Bedürfnisse befriedigen, reagiere, anstelle mich zurückzunehmen. Wir kennen das aus dem Kurs, mich zurückzunehmen und den Heiligen Geist dazu zu holen und sagen, hey, Heiliger Geist, hier ist deine Situation und da ist etwas, was ich gerne möchte, aber ich möchte es bitte nur, wenn es mir wirklich aus einer höheren Ebene betrachtet zusteht. Sonst lasse ich es an mir vorbeiziehen, weil ich weiß, dass was mir gehört, auch immer zu mir finden wird. Also werde ich hier nicht klammern, weil das Klammern würde Brot der Schande produzieren und wenn du nicht klammerst, dann ist es ein nachhaltiges Glück, was daraus entstehen kann. Wie? Da müssen wir immer zurücktreten und uns führen lassen. Ich kann es dir immer nicht sagen, wie es passiert. Lass dich da vom Universum überraschen. Aber dieses Konzept von Brot der Schande passt hier in diese Idee von Geben und Empfangen wieder rein. Weil das ist nämlich, was passiert. Wir kämpfen, um die Dinge zu haben, wir klammern oder wir haben reaktives Verhalten, um bestimmte Dinge zu erreichen oder zu bekommen und damit füttern wir Brot der Schande und das gleicht dem Chaos. Also wir werden jedes Mal, wenn wir nicht vorbereitet sind, wenn wir Licht nehmen, so sagen die Kabbalisten, was uns nicht zusteht, eine Art von Chaos oder Durcheinander oder irgendetwas, was uns irritiert oder wütend macht, in unserem Leben erfahren. Im Grunde genommen geht es darum, dass wir uns immer wieder überprüfen dürfen, haben wir in einer Situation unsere kurzfristige Bedürfnisbefriedigung beachtet oder sind wir zurückgetreten und haben gesagt, ich lasse eine höhere Ebene für mich entscheiden, ob das wirklich etwas ist, was ich brauche und was mir zusteht oder nicht. Und die Kabbalisten sagen dazu, dass die Seele hierher gekommen ist, um aktiv das Licht zu wählen. Das kommt uns bekannt vor. Wir wollen nicht passiv herumsitzen und alles zu uns getragen bekommen. Wir wollen nicht das Leben auf einem Silbertablett serviert bekommen, auch wenn das Ego uns das einredet. Das wollen wir nicht. Wir wollen aktiv, und da ist dieses Verdienen wieder drin, aktiv für die Liebe stehen, aktiv für Gott stehen, aktiv für das Licht stehen. Und wie machen wir das? Indem wir in jeder Situation, die uns herausfordern könnte, das Ego zu wählen, Gott wählen, göttlich entscheiden, zuversichtlich entscheiden, mit vollem Vertrauen entscheiden. Das ist, wie wir uns das Licht verdienen. Das ist, wie wir nicht reaktiv oder mit kurzfristiger Bedürfnisbefriedigung durch den Alltag gehen. Das ist, wie wir nicht reaktiv sind, sondern proaktiv, so sagt man bei den Kabbalisten. Weil wenn wir so sind, dann erfahren wir Wunder, dann setzen wir Licht frei, was wir mit der Welt teilen, damit es uns wiederfindet. So werden wir immer lichtvoller. Also, auch wenn das Ego uns das anders einreden will, dass wir eigentlich gerne, es ist auch so paradox, ne? Eigentlich sagt das Ego und jammert, ich will am liebsten nichts tun und alles haben. Aber gleichzeitig tut es ganz viel und leidet, weil es sich damit beweist, dass es ja etwas verdient. Du siehst, wie verrückt das Ego ist. Aber letztendlich ist es so, und wir wissen es alle intuitiv, dass wir hierher gekommen sind, nicht um passiv zu sein, sondern um aktive Schöpfer. Wir wollen selber co-kreieren. Wir wollen selber aktiv die Liebe wählen, damit wir merken, durch unsere Wahl hat sich unsere Erfahrung hier auf menschlicher Ebene komplett verändert. Wir sind sozusagen eine Stufe höher. Wir sind auf einem Parallelweg jetzt unterwegs, der sich viel, viel leichter und wundervoller anfühlt. Um es kurz nochmal für uns zusammenzufassen: Wahres Empfangen
hat also nichts mit Leid zu tun, hat also nichts damit zu tun, dass du dich noch mehr anstrengen musst, um etwas zu verdienen, sondern mit einer inneren Ausrichtung. Du wählst aktiv Gott, du disziplinierst deinen Geist immer wieder für etwas Höheres zu stehen und mit vollkommener Gewissheit zu sagen, ich weiß zwar nicht, warum das hier so chaotisch ist, aber ich weiß, dass das hier für mich passiert, damit ich noch mehr Licht freisetze und das möchte ich gern. Das möchte ich mit Hilfe des Heiligen Geistes. Heiliger Geist, hilf mir, hier die Stärke zu haben, mich für dich zu entscheiden, mich für Gott zu entscheiden, mich für Wunder und Licht und Fülle zu entscheiden, weil ich weiß, dass das für mich möglich ist, weil das ist mein Anrecht. Das ist, was ich wahrlich bin. Ich bin schon alles und ich habe schon alles und ich möchte dementsprechend mit dieser Würde durch dieses Leben gehen. Das ist, was wir jedes Mal machen können. Und dann wird es immer leichter zu empfangen, weil wir verstehen, okay, Empfang hat gar nichts mit Leid zu tun, sondern mit einem Disziplinieren meines Geistes, mich immer wieder für etwas Höheres, für eine geistige Wahrheit, für die Fülle, die mich wirklich ausmacht, für die Liebe, die mich wirklich ausmacht, zu entscheiden in Momenten, wo es so wirkt, dass Dunkelheit vorherrscht. Vor allem dann. Und was ich sehr, sehr wichtig finde, was der Kurs uns näher bringt und auch die Kabbalisten, ist, dass Empfangen und Geben etwas sehr Zirkuläres sind. Wo wir Vollkommenheit erfahren, ist, wenn wir verstehen, wenn wir endlich leben, dass Empfangen etwas ist, damit wir es weitergeben können. Weil das Ego will ja nur für sich empfangen und es stoppt dann bei sich. Sagt so, ich will an alles klammern, weil ich habe ja Angst, dass, wenn ich es loslasse, ich nicht mehr genug habe. Weil dieses Mangeldenken hört ja im Ego-Denksystem nicht auf. Auch wenn du genug hast, auch wenn du mehr als genug hast, das Ego wird Angst haben, es abzugeben, weil es denkt ja, aber dann habe ich ja weniger. Es versteht ja gar nicht, dass wahres Empfangen alles vervielfacht, will ich jetzt mal sagen. Also wahres Empfangen beruht auch auf der Idee, dass ich empfange, um weiterzugeben. Da entsteht so eine Zirkularität und dadurch wirst du die gesamte Zeit gesegnet und deine Umwelt auch. Wir werden dadurch, wenn wir wahrlich geben und es immer wieder praktizieren, auch bemerken, dass es in Wahrheit gar keinen Mangel gibt. Es gibt in Wahrheit Überfluss. Das ist, was Gott ist und das ist, was unsere wahre Natur ist. Überfluss und vollkommene Fülle. Und wir dürfen uns jedes Mal, wenn uns das Ego wieder foppen will, damit, dass es nicht genug gibt, dass es im Mangel leben muss und dass es dir Angst einredet, dass du nicht teilen darfst, daran erinnern. Wir stoppen uns. Wir nehmen einen tiefen Atemzug und sagen, das Licht ist unbegrenzt, Gott ist unbegrenzt, ich bin unbegrenzt. Wo das herkommt, gibt es noch so viel mehr. Ich teile mit voller Überzeugung und mit voller Stärke und mit voller Würde, weil ich weiß, dass es das ist, was ich natürlicherweise will. Und dieser Segen, den ich in die Welt gebe, wird mich wiederfinden. Wie? Weiß ich nicht. Ich lasse mich überraschen. Und wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, dass nicht das Leiden uns garantiert, dass wir etwas empfangen, sondern unsere innere Ausrichtung mit dem, was wir wirklich sind, unsere innere Ausrichtung mit Gott. Das ist das Einzige, was uns wahrlich empfangen lässt, was uns wahrlich in der Fülle leben lässt. Weil oft genug, wenn wir einen spirituellen Weg einschlagen, wenn wir sagen, wir gehen mit dem Kurs oder wir helfen anderen Menschen, dass sie den Kurs besser verstehen, da haben wir manchmal auch so einen Trugschluss, auf den wir aufsetzen, nämlich, dass wir dann denken, wir werden irgendwann belohnt dafür, dass wir diese Arbeit machen. Aber das ist wieder, wo wir vorsichtig sein müssen, ob das Ego sich wieder da eingeschlichen hat, um uns etwas einzureden, was so nicht stimmt. Es gibt in dem Sinne keine Belohnung. Die einzige Art von in Anführungsstrichen Belohnung, die es gibt, passiert, wenn du dich innerlich ausrichtest. Und was davor passiert ist, ob du jetzt 30 Jahre den Kurs weitergegeben hast oder 10 Jahre den Kurs praktiziert hast, ist eigentlich egal, wenn du dich innerlich ausrichtest mit der Wahrheit, dass du bereits alles bist und alles hast, dass du vollkommen bist, dass du sündenlos bist, dass du gut bist, dass du vor allem schon volle Fülle bist, dann kann das Leben nicht anders, als dir irgendwann das zu spiegeln. Und dann ist es egal, ob du davor 30 Jahre den Kurs praktiziert hast. Das ist nicht die Belohnung dafür.
Das ist eine logische Konsequenz für deine innere Ausrichtung. Ich hoffe, ich mache mich hier klar, wo da der Unterschied für uns ist. Ne? Also, weil manchmal, da reden wir uns nämlich ein, ich müsste doch belohnt werden für meine gute Arbeit mit dem Kurs. Und ich nehme mich da nicht raus, dass ich manchmal diese Gedanken auch gehegt habe, zu sagen, ich müsste belohnt werden dafür, dass ich den Kurs so gut praktiziere. Aber es gibt diese Art von Belohnung nicht. Da gehen wir wieder dem Ego auf den Leim. Also, ich höre mal auf, hier zu reden. Ich lasse mal nachwirken. Ich hoffe, du auch. Ich freue mich natürlich immer, wenn du deine Gedanken mit mir teilst. Wie geht es dir mit diesem Thema? Ertappst du dich auch immer wieder dabei, dass du denkst, du machst diese gute Arbeit und du müsstest dafür belohnt werden? Oder du müsstest leiden, um zu empfangen, um etwas zu bekommen, um vielleicht sogar auch, weiß ich nicht, Anerkennung, Liebe oder materiellen Wohlstand zu haben. Ist da bei dir vielleicht auch immer noch ein Schluck auf und kannst du ihn vielleicht jetzt etwas klarer sehen? Ich freue mich über deine Rückmeldung. Ansonsten wünsche ich dir natürlich eine ganz wundervolle Vorweihnachtszeit. Ich hoffe, sie ist lichterfüllt und voller Frieden und Segen. Und wir sprechen uns natürlich ganz bald wieder. Pass bis dahin bitte gut auf dich auf. Deine Peri.